Stell dir vor, ganze Kontinente werden von Lava überflutet, Ozeane kippen, die Luft füllt sich mit giftigen Gasen und selbst das Klima des gesamten Planeten gerät außer Kontrolle. Immer wieder in der Erdgeschichte kam es zu solchen Ereignissen, gewaltige vulkanische Provinzen, bei denen Millionen von Kubikmetern Magma in kurzer Zeit ausbrachen. Sie formten Ozeane, löschten Arten aus oder verwandelten die Erde sogar in eine Eiswüste. In diesem Countdown zeige ich dir die 10 faszinierendsten und folgenreichsten magmatischen Großprovinzen aller Zeiten. Platz 10. Kerguelen-Plateau. Hast du schon mal von einem versunkenen Kontinent gehört, der eigentlich ein Supervulkan war? Tief im Indischen Ozean liegt das Kerguelen-Plateau, ein gigantisches vulkanisches Gebilde, fast so groß wie Westeuropa. Vor über 100 Millionen Jahren ragten Teile davon sogar als Inseln aus dem Meer. Doch der größte Teil blieb unsichtbar. Ein endloser Basaltunterbau, der durch gewaltige Ausbrüche entstand. Dieses Plateau spielte eine wichtige Rolle beim Auseinanderbrechen von Gondwana, also dem Zerfall des alten Südkontinents. Gleichzeitig beeinflusste es die Meeresströmungen und sogar die Sauerstoffversorgung der Ozeane. Heute ist das Kerguelen-Plateau komplett im Meer versunken. Manche nennen es deshalb auch den versunkenen Supervulkan. Atlantis der Geologie, nur dass es wirklich existiert. Platz 9. Emai Shan. Was, wenn ein Vulkan ein ganzes Meer fast erstickt hätte? Vor etwa 260 Millionen Jahren brach im heutigen Südwestchina die Emai Shan-Provinz aus. Gewaltige Lavaströme und Aschewolken überzogen die Region und die Gase, die dabei freigesetzt wurden, hatten globale Folgen. Schwefel und Kohlendioxid änderten das Klima, die Ozeane wurden sauerstoffarm und unzählige Tierarten verschwanden. Viele Forscher sehen darin den Vorläufer des größten Massenaussterbens aller Zeiten, das nur wenige Millionen Jahre später folgen sollte. Die Emai Shan-Provinz gilt heute als vergessener Killer der Erdgeschichte, kaum bekannt, aber wahrscheinlich brandgefährlich. Platz 8. Karo Pherah. Stell dir vor, von Afrika bis zur Antarktis bricht die Erde gleichzeitig auf. Genau das geschah vor rund 183 Millionen Jahren mit der Karo Pherah-Provinz. Diese gigantische Vulkankette zog sich über 5000 Kilometer von Südafrika quer durch die Antarktis bis nach Tasmanien. Millionen Kubikkilometer Lava strömten an die Oberfläche, während Gondwana, der damalige Südkontinent, langsam auseinanderbrach. Die Folge: eine schwere Klimakrise. Die Ozeane kippten in eine Phase von Sauerstoffmangel und viele Meeresbewohner starben aus. Ein Vulkanismus, der gleich 2 Kontinente sprengte, wenn das kein globales Statement ist. Platz 7. Nordatlantische magmatische Provinz. Kann Vulkanismus die Arktis zum Kochen bringen? Vor etwa 60 Millionen Jahren öffnete sich der Nordatlantik und mit ihm brach eine gewaltige Flut von Magma hervor. Entlang der heutigen Küsten von Grönland, Island und Norwegen ergossen sich Lavaströme direkt ins eiskalte Meer. Das führte zu gigantischen Dampfwolken und noch wichtiger, zu einer enormen Freisetzung von Kohlendioxid und Methan. Viele Forscher sehen in diesen Eruptionen einen möglichen Auslöser für das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum, eine der heftigsten Erwärmungsphasen der letzten 66 Millionen Jahre. Wenn selbst die Arktis in Schwitzen gerät, dann weißt du, dass dieser Vulkanismus keine kleine Sache war. Platz 6. Ontong-Java-Plateau. Was wäre, wenn ein Vulkan so groß wäre wie ein ganzer Kontinent und komplett unter Wasser liegt?
Vor rund 120 Millionen Jahren entstand im Pazifik das Ontong-Java-Plateau, die größte bekannte vulkanische Provinz der Erde. Schätzungen gehen von bis zu 50 Millionen Kubikkilometern Magma aus. Genug, um 1/3 Australiens mit einer 30 Kilometer dicken Gesteinsdecke zu überziehen. Diese gigantische Unterwassereruption setzte so viele Nährstoffe und Gase frei, dass die Ozeane weltweit in eine anoxische Krise stürzten. Eine Zeit, in der riesige Meeresgebiete praktisch erstickten. Der größte Vulkan der Welt und die meisten Menschen haben noch nie von ihm gehört. Platz 5. Parana Etendeka. Was, wenn Vulkane nicht nur Lavaflüsse, sondern wahre Feuermeere erzeugen könnten? Vor etwa 135 Millionen Jahren riss die Erde zwischen Südamerika und Afrika auf. Dabei entstand die Parana Etendeka-Provinz, eine der größten vulkanischen Regionen der Erdgeschichte. Über 2 Millionen Kubikkilometer Magma ergossen sich über eine Fläche von fast 2 Millionen Quadratkilometern. Doch das wirklich Einzigartige, hier kam es nicht nur zu Basaltfluten, es gab auch gigantische hochsilikatische Explosionen. Eruptionen, die bis zu 8600 Kubikkilometer Material freisetzten. Zum Vergleich, der Ausbruch des Tambora im Jahr 1815, der das Jahr ohne Sommer verursachte, schaffte nur knapp 150 Kubikkilometer. Parana Etendeka sprengte diese Dimensionen um ein Vielfaches. Und währenddessen drifteten die Kontinente auseinander. Südamerika und Afrika trennten sich. Der Südatlantik begann sich zu öffnen. Es war Vulkanismus im absoluten XXL-Format, so extrem, dass selbst die größten bekannten Supereruptionen der Menschheitsgeschichte wie ein Funkenfeuer dagegen wirken. Platz 4. Central Atlantic Magmatic Province. Stell dir vor, die Erde reißt auf und Lava schießt gleichzeitig in 4 Kontinente. Genau das geschah vor etwa 201 Millionen Jahren, als die Central Atlantic Magmatic Province entstand. Sie ist flächenmäßig die größte bekannte kontinentale Vulkanprovinz. Ihre Überreste finden wir heute in Nord- und Südamerika, Afrika und Europa. In kurzer Zeit brachen mehr als 3 Millionen Kubikkilometer Magma aus, ganze Wälder verbrannten, gewaltige Gasmengen gelangten in die Atmosphäre. Die Folgen? Ein dramatischer Klimawandel, Ozeane kippten und am Ende der Trias verschwanden unzählige Arten, darunter viele große Reptilien, die den Dinosauriern bis dahin Konkurrenz machten. Tektonisch markierte CMP auch den Beginn des Auseinanderbrechens von Pangäa. Der Superkontinent zerfiel und der Atlantik begann sich zu öffnen. Ein Vulkanismus, der Arten auslöschte und gleichzeitig die Bühne für die Herrschaft der Dinosaurier bereitete. Größer könnte der historische Kontrast kaum sein. Platz 3. Dekantraps. War es wirklich nur ein Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat? Vor rund 66 Millionen Jahren, zur gleichen Zeit wie der Einschlag des Chicxulub-Asteroiden, tobten im heutigen Indien gigantische Vulkanausbrüche, die Dekantraps. Über 1 Million Kubikkilometer Basalt ergossen sich in mehreren Eruptionsphasen über eine Fläche von mehr als 1,5 Millionen Quadratkilometern. Jede dieser Eruptionsserien setzte riesige Mengen Kohlendioxid und Schwefel frei. Das führte zu einem Wechselspiel von Erwärmung und Abkühlung, das das Klima extrem unter Druck setzte. Viele Forscher vermuten, dass die Ökosysteme durch die Dekan-Eruptionen schon schwer geschwächt waren und der Asteroid nur den letzten Stoß gab. Andere Studien zeigen sogar, dass nach dem Einschlag die Aktivität kurzfristig noch einmal zunahm. Ein doppelter Schlag gegen die Biosphäre. Ob Haupttäter oder Komplize, die Dekantraps machten das Ende der Dinosaurier unausweichlich. Platz 2. Franklin LIP. Kann Vulkanismus die Erde nicht nur erhitzen, sondern sogar einfrieren?
Vor etwa 719 Millionen Jahren brach im Gebiet des heutigen arktischen Kanada und Grönlands die Franklin Large Igneous Provinz aus. Über 2 Millionen Quadratkilometer Basalt überfluteten die Landschaft, eine der größten vulkanischen Provinzen des gesamten Neoproterozoikums. Das Besondere: diese Laven lagen damals nahe am Äquator. Dort verwitterten sie besonders stark und entzogen der Atmosphäre enorme Mengen Kohlendioxid. Statt Erwärmung folgte also ein dramatischer Kälteschock. Die Erde kippte in eine der extremsten Eiszeiten der Geschichte, die sogenannte Stortische Vereisung. Fast der gesamte Planet war mit Eis bedeckt. Ein Szenario, das Geologen als Schneeballerde bezeichnen. Franklin zeigt, Vulkanismus kann das Klima nicht nur aufheizen, sondern auch den Schalter Richtung Eiszeit umlegen. Platz 1. Sibirische Traps. Stell dir vor, fast alles Leben auf der Erde stirbt. Und nur Vulkane sind schuld. Vor rund 252 Millionen Jahren, an der Grenze von Perm und Trias, brach im heutigen Sibirien die größte bekannte Flutbasaltprovinz der Erde aus, die sibirischen Traps. Innerhalb von weniger als 300.000 Jahren ergossen sich bis zu 4 Millionen Kubikkilometer Lava über eine Fläche fast so groß wie Europa. Doch die eigentliche Katastrophe waren nicht nur die Lavaströme, sondern die Gase. Kohlendioxid, Methan und Schwefel verwandelten das Klima in ein extremes Treibhaus. Die Ozeane versauerten, verloren ihren Sauerstoff und ganze Ökosysteme brachen zusammen. Zu dieser Zeit war der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre deutlich höher als heute, bis zu 30%. Das machte das Leben auf dem Land riesig, meterlange Tausendfüßer und Libellen mit Flügelspannweiten größer als ein Adler. Aber es machte die Erde auch brandgefährlich. Wälder konnten in kontinentalem Maßstab Feuer fangen. Mit dem Vulkanismus der sibirischen Traps verbanden sich also tödliche Gase, globale Erwärmung und lodernde Feuerstürme. Eine apokalyptische Kombination. Das Ergebnis? Das größte Massenaussterben aller Zeiten, das Great Dying. Rund 96% aller Meeresarten und 70% aller Landtiere verschwanden. Die sibirischen Traps zeigen, dass Vulkane nicht nur Landschaften formen, sie können das Leben auf der Erde fast vollständig auslöschen. Gewaltige Vulkane haben die Erde immer wieder verändert. Mal erhitzt, mal eingefroren und manchmal fast alles Leben ausgelöscht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. So verpasst du keine weiteren Reisen in die spektakulärsten Kapitel der Erdgeschichte.